Deutsch lernen durch Hören. Die Tür. »Mama, komm mal bitte«, ruft Ella aus dem Badezimmer. »Was ist denn?«, ruft ihre Mutter Karin zurück. »Ist da wieder eine dicke Mücke?« »Nein, nicht so ganz«, antwortet Ella nur. Karin eilt zu ihrer Tochter, aber sie bleibt in der offenen Tür stehen. Im Badezimmer ist eine Tür, die vorher nicht da war. Zwischen Toilette und Dusche, wo vorhin noch ein Regal stand, befindet sich nun eine Tür. Die Tür sieht anders aus als die anderen Türen in der Wohnung. Sie ist tiefschwarz und hat eine auffällige silberne Türklinke. »Wo ist das Regal mit den Handtüchern hin?«, fragt Karin fassungslos. »Das ist dein erster Gedanke, wenn plötzlich eine geheimnisvolle Tür in unserem Badezimmer erscheint?«, will Ella wissen, und ihre Mutter weiß nicht, was sie daraufhin antworten soll. Schließlich sagt sie, »Wenn das Regal weg ist, haben wir keine Handtücher mehr, außer den beiden, die über der Dusche hängen.« »Ist das dein Ernst, Mama? Du machst dir Sorgen wegen sauberer Handtücher? Da ist eine Tür im Badezimmer, in der Wand nach draußen, im 3. Stock«, erwidert Ella. »Meinst du, man kann runterfallen, wenn man die Tür öffnet? In welcher Richtung öffnet sich die Tür eigentlich? Muss man ziehen oder drücken?«, überlegt Karin, bevor sie die Tür genauer untersucht. Sie hat kein Schloss und man muss sie drücken, um sie zu öffnen. »Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir versuchen, die Tür zu öffnen, fallen wir vermutlich raus«, stellt Karin fest. »Ich gehe mal nach unten und gucke, ob man die Tür auch von draußen sehen kann«, schlägt Ella vor. Ihre Mutter hält das für eine gute Idee. Sie behält derweil die Tür im Auge. Ella rennt die Treppe nach unten. Sie ist außer Atem, als sie im Erdgeschoss ankommt, aber Ella möchte keine Pause machen. Sie will wissen, ob man die Tür auch von draußen sehen kann. Als Ella durch die Haustür geht, fällt ihr auf, dass sie gar keine Schuhe anhat. Vor lauter Aufregung hat Ella völlig vergessen, sie anzuziehen. Das ist ihr allerdings gerade egal. Sie möchte unbedingt wissen, ob man die Tür sehen kann. Darum rennt Ella auf Socken nach draußen und schaut nach oben. Es sieht alles ganz normal aus. Man kann die Tür nicht sehen. Hektisch eilt Ella wieder nach oben zu ihrer Mutter. Sobald sie die Wohnung betritt, ruft ihre Mutter ihr zu, »Komm schnell, hier tut sich was!« So schnell Ella kann, läuft sie durch den Flur zum Badezimmer. Unter der schwarzen Tür scheint ein helles Licht hindurch. Das Licht wird heller und dann wieder dunkler, bevor es so hell wird, dass Ella und Karin nicht mehr hinsehen können. »Sollen wir das Badezimmer abschließen?«, schlägt Karin vor. »Das geht nicht. Das Schloss lässt sich doch nur von innen abschließen. Da müsste ja eine von uns im Badezimmer mit der unheimlichen Tür bleiben«, entgegnet Ella. »Ach, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Also machen wir die Tür zum Badezimmer einfach zu und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert?«, fragt Karin ihre Tochter. »Ja, ich glaube schon. Ich habe auch keine bessere Idee«, meint Ella. »Und was machen wir, wenn eine von uns zur Toilette muss?« »Musst du etwa auch mal?«, erkundigt sich Karin. »Ja, darum war ich eigentlich im Badezimmer, aber dann habe ich die schwarze Tür gesehen und ganz vergessen, was ich im Badezimmer wollte«, antwortet Ella. »Sollen wir zur Pommesbude gegenüber gehen und dort was essen? Dann können wir da zur Toilette gehen«, schlägt Karin vor, auch wenn sie Angst hat, dass zwischenzeitlich etwas durch die schwarze Tür kommen könnte. Es könnte auch eine Person sein, die durch die Tür kommt, aber Karin weiß nicht, was ihr mehr Angst macht, ein Etwas oder eine Person.
Pommesbude klingt gut, aber ich möchte hauptsächlich weg vom Badezimmer und zu einer Toilette, wo ich ungestört bin, meint Ella. Sie holt ihre Schuhe und einen Pullover. Ihre Mutter macht sich auch fertig, um die Wohnung zu verlassen. Im Moment ist sie sich auch nicht sicher, ob sie nachher zurück in die Wohnung möchte. Wenn die Tür nicht von allein verschwindet, was soll Karin dann tun? Soll sie den Vermieter anrufen? Oder lieber die Polizei? Oder doch die Feuerwehr? Doch was können die schon machen? Es brennt nicht und die Tür hat auch nichts Schlimmes angestellt. Und was könnte Karin ihrem Vermieter sagen, das nicht völlig verrückt klingt? »Bist du fertig?« fragt Ella mit dem Schlüssel in der Hand. »Ja, lass uns gehen und schließ die Tür ab, wenn wir die Wohnung verlassen haben. Wer oder was auch immer durch die schwarze Tür kommen könnte, sollte die Wohnung nicht verlassen«, bittet Karin ihre Tochter. Ella ist mit ihrer Mutter ganz einer Meinung. Gemeinsam gehen sie zur Pommesbude gegenüber und Karin bestellt 2 Portionen Pommes, während Ella zur Toilette eilt. Als Ella zurückkommt, sind die Pommes auch schon fertig. Ella setzt sich an einen der beiden Tische, die es in der Pommesbude gibt. Karin geht nun auch zur Toilette. Sicher ist sicher, denkt sie. Solange diese schwarze Tür in unserem Badezimmer ist, gehe ich da jedenfalls nicht rein. Als Ella und Karin zusammen am Tisch sitzen und ihre Pommes essen, überlegen sie, was sie nun tun sollen. Ella hat die gleichen Gedanken wie ihre Mutter gehabt. Sie entscheiden sich schließlich dafür, ihren Vermieter anzurufen. Wie erwartet will ihr Vermieter ihnen nicht glauben, aber er merkt, dass Karin und die 13-jährige Ella wirklich Angst haben. Darum bietet er an, zu ihnen zu kommen, um gemeinsam in die Wohnung zu gehen. Während sie zu dritt die Treppe zur Wohnung hinaufgehen, erzählt Karin nochmal, was vorhin passiert ist. Ihr Vermieter ist immer noch ungläubig, doch als er Geräusche aus der Wohnung hört, beginnt er, Karin und Ella zu glauben. »Ich rufe lieber die Polizei. Bei dem Lärm in ihrer Wohnung gehe ich da nicht rein«, meint der Vermieter. Es dauert nicht lange, bis 2 Polizisten da sind. Ella schließt nervös die Tür auf. Der Lärm hat vor einer Minute aufgehört. Einer der Polizisten öffnet die Tür zur Wohnung. »Hallo? Ist da jemand? Hier ist die Polizei«, ruft er hinein. Er erhält aber keine Antwort. »Mein Kollege und ich kommen jetzt rein.« Abermals erhält er keine Antwort. Die beiden Polizisten betreten die Wohnung. »Das Badezimmer ist die 2. Tür rechts«, ruft Karin. Die beiden Polizisten reißen die Tür zum Badezimmer auf und sehen hinein. »Was ist das da für eine schwarze Tür?«, will einer der Polizisten wissen. »Ist das nicht die äußere Wand?« »Ja, oder?«, überlegt der andere. »Ja, das ist es und die Tür sollte eigentlich nicht da sein. Ich habe sie nicht eingebaut. Außerdem macht eine Tür an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn«, antwortet der Vermieter, der nun hinter den Polizisten im Flur steht. »Also, hier scheint niemand zu sein. Sollen wir mal hinter der schwarzen Tür nachgucken?«, erkundigt sich einer von ihnen. »Ja«, erwidert der Vermieter. »Nein«, rufen Karin und Ella gleichzeitig, doch da ist es schon zu spät. Der Polizist legt eine Hand auf die Türklinke der schwarzen Tür, aber sobald er sie berührt, verschwindet die Tür. Es gibt eine Wolke aus Rauch im Badezimmer und einen grünen Blitz. Dann steht an der Stelle der Tür wieder ein Regal voller Handtücher. Die Hand des Polizisten liegt nicht mehr auf einer Türklinke, sondern auf einem roten Handtuch. »Was war das denn?«, fragt er überrascht. »Ihr habt das auch alle gesehen, oder?«, will der Vermieter wissen.
Vor lauter Überraschung hat er völlig vergessen, die Polizisten und Karin zu siezen. »Das haben wir wohl alle gesehen«, stellt Ella fest. Die Polizisten sehen sich ratlos um und verabschieden sich. Als sie zusammen im Auto sitzen, überlegen sie, was sie in ihren Bericht schreiben sollen. Ihre Kollegen werden ihnen bestimmt nicht glauben. Der Vermieter würde sich auch gern verabschieden und gehen, aber er hat ganz weiche Knie. Karin bietet ihm einen Tee an. Er bleibt, bis er sich beruhigt hat. Über eine Stunde sitzen Karin und Ella mit ihrem Vermieter in der Küche. Sie versuchen eine Erklärung zu finden, aber sie sind alle drei vollkommen ratlos.